ist mein Freund Pierre und er hat diesen hübschen roten 944er. Allerdings hat er ein Problem. Er hat noch die Gummipuck-Kupplung drin. Den Kupplungssatz plus die dazu benötigten Teile, Rillenkugellager, Simmering für die Kurbelwelle, Nadelhülsenlager und so weiter könnt ihr zum Beispiel bei Mike Sportwagenparts kaufen. Die Adresse seht ihr unten. Für die Montage des Kupplungssatzes braucht ihr so einen Dorn, der die Kupplung zentriert. Den bekommt ihr auch zum Beispiel bei Mike. Wir müssen ja nachher Anlasser und solche Sachen rausmachen, deswegen beginnt unsere Anleitung damit, dass wir die Batterie abklemmen. Einfach nur lose machen und den Pol so sichern, dass er nicht mehr rankommt. Bei einem Transaxel sitzt die Kupplung vorne, nützt uns jetzt aber nicht viel. Wir müssen trotzdem das Getriebe hinten ausbauen, sonst kommt man an die Kupplung nicht dran. Zum Ausbau und Einbau des Getriebes gibt es ein extra Video, das schaut ihr euch jetzt erstmal an. Nach dem Ausbau des Getriebes muss jetzt erstmal der vordere Teil des Auspuffs raus. Hier müssen wir jetzt am Hosenrohr trennen. Das wird natürlich jetzt eine lustige Nummer, weil die sitzen hier ziemlich verbacken, die Schrauben. So, auch die hat sich ergeben. Können wir gleich mit der weitermachen, müssen eher alle 6 raus. Wenn sie erst einmal lose sind, müsst ihr sie hinten mit dem Ringschlüssel gegenhalten und dann können wir vorne weiterarbeiten. Irgendwann ergibt es sich dann. Okay, gut. 3, aber mit zig Kardanstücken und ein paar Gegenhaltern kriegt das raus. Wenn das Hosenrohr vorne mal los ist, können wir auch die Halterung, das war eine Dichtung vom Hosenrohr, die eine Seite, ja genau, halt mal so hin. Das ist die zweite Seite. So, wenn ihr das mal alles lose habt, dann kommt hier der ganze Mittelschalldämpfer oder Katalysator raus. Die Haltebügel habe ich hier markiert, also ihre Position, und dann müssen wir die rausschrauben, weil sonst stört es nachher, wenn wir die Transaxelwelle verschieben möchten. Dann die Bügel komplett abnehmen, erstmal beide Schrauben raus, dann fällt der gerade so runter. Dann müssen es theoretisch. So, jetzt haben wir. So, im vorderen Halter die gleiche Nummer, auch wieder losschrauben. Auch wieder entnommen werden. Gut. So, nachdem wir unten das Getriebe raus haben, müssen wir jetzt die Kupplungsglocke von allem unnötigen Zeug befreien. Das beginnt mal hier mit der ganzen Verkabelung und dann arbeiten wir hier Masseleitungen und so weiter weg. Bevor dass wir die Kabel hier demontieren, beschriften wir sie. Der vordere Geber, der Bezugsmarkengeber, der geht hier auf den unteren Stecker, aber das kann man vertauschen, also auf jeden Fall markieren. Und der obere ist der Drehzahlgeber hier, das ist der hintere Sensor dann. So, und die Gegenseiten markieren wir natürlich auch. Dann können wir mal anfangen, die zu entnehmen. Der hier stecken wir einfach mal möglichst weit aus der Richtung, dass er nicht stört. Und jetzt muss ich die wieder trennen mit den beliebten Klammern. So, ihr lüpft die Sicherungsklammer hier an und dann kommt da hinten ein Schraubenzieher drunter. Dann drückt er die auf der anderen Seite weg. Und dann geht der Schraubenzieher runter. Und jetzt müsst ihr nur die Klammer gleich wieder hinlegen für den Wiedereinbau. Hier auch wieder die gleiche Nummer. Natürlich noch besonders gut beizukommen. Der hat ein einziges Schräubchen hier und dann haben wir doch ein klein bisschen mehr Platz. So, hier unten, also am Heizungsventil, sitzt die Schraube für die Masseleitung des Getriebes. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir die aufkriegen. Natürlich jetzt eine heikle Nummer. So, mit so einem Ringschlüssel kommt man halbwegs bei, auch wenn das Heizungskabel noch eingebaut ist. Mühsame Angelegenheit, weil ich schaffe jedes Mal genau einen Zahn. Und wir haben das Teil. Wir müssen dran denken, da waren 2 Masseleitungen dran. Vorsicht, wenn ihr eine Masseleitung vergesst, gibt es schnell ein kaputtes Steuergerät. Diese Unterdruckleitung hier machen wir auch noch weg.
legen es dahinter hin. So, jetzt müssen diese Bezugsmarkengeber raus. Dafür müssen erstmal die Schrauben gelöst werden. Normalerweise sollten das Imbusschrauben sein. Warum hier Sechskant verbaut sind, fragt mich nicht. So, mit dem Gelenkstück geht's. So, da unten seht ihr jetzt den Geber. Den müsst ihr jetzt unerwackeln. Da verschwindet dann gleich meine Hand drin. Rausziehen. Oder drehen. Müssen wir jetzt hier hinten durchführen. Dann ist einer aus der Nummer außen. Auch beim Drehzahlgeber probiere ich es wieder mit dem Gelenkstück, also die 10er Nuss Gelenkstück, das stecke ich mal drauf, hinten auf die bewusste Schraube. Und jetzt muss ich versuchen, hier mit einer Verlängerung durchzukommen am Heizungsventil. Könnt ihr den hier auch rausschrauben. Das geht dann mit den Fingern. Auch wieder die gleiche Schraube. So, und auch hier wieder die gleiche Nummer. Drehen, ziehen, drehen, ziehen. Und ich habe ihn. Und dann kann das Paket als Ganzes aus dem Wagen. Und hier unten ist der Kabelstrang zum Anlasser nochmal verschraubt. Die Schraube muss auch noch raus. So, mit der Not kommt man mit der Ratsche bei. Und dann haben wir ja zum Glück Magic-Ratsche. So, und dann könnt ihr den hier aushängen. Okay. Unten an der Glocke sitzt noch der Totmarkengeber oder Totpunktgeber und dessen Schraube reicht auch in die Kupplungsglocke, also auch den müssen wir noch demontieren. Wieder mal ein Einsatz von Magic-Ratsche. Dann haben wir das Schräubchen und der Geber kommt wieder ohne Ruckeln raus. An der Kupplungsglocke ist oben noch eine Schraube, die wir nachher aufmachen müssen. Das Problem ist jetzt an der Schraube, nachher hängt die Motorbrücke drüber, deswegen löse ich sie lieber jetzt. Oben haben wir jetzt alles an der Kupplungsglocke demontiert, jetzt geht es unten weiter, wir machen das Transachse raus. So, für den Anlasser müsst ihr hier das kleine Schräubchen lösen. Am besten schraubt ihr die kleinen Schräubchen gerade wieder drauf, verliert man sie schon nicht. So, da muss die große Leitung hier gelöst werden. Die sitzt hier unter der Tülle. Auch wieder öffnen. Dann die zwei Kabel runter und die Scheibe gerade wieder drunter. Verliert er sie nicht. Der Anlasser hat zwei Schrauben. Eine sitzt hier. Manchmal ist hier auch eine Imbusschraube verbaut und die andere hier von der Rückseite. Da braucht er ein bisschen Hebelarm. Deswegen habe ich mir schon mal den langen Schlüssel geholt. Die zweite kommt von der Rückseite. Hat sich auch schon ergeben. Wenn mal beide Schrauben draußen sind, könnt ihr den Anlasser einfach nach unten entnehmen. Aber das Schutzblech hier machen wir weg. Eine Schraube hier und eine auf der Rückseite. Und der ergibt sich langsam auch. Und offen ist er. So, wenn dann mal beide Schrauben außen sind, können wir das Blech auch nach unten entnehmen. Hier oben ist die Leitung der Hydraulik, der Kupplungshydraulik fest. Das kleine Schräubchen müssen wir auch wegmachen. Und dann müsst ihr das Schräubchen nach hinten entnehmen. Der Kupplungsnehmerzylinder hat zwei Schrauben mit 13er Kopf, eine hier, eine oben. Die Leitung selbst kann eigentlich angeschlossen bleiben. Die obere kommt mit der Ratsche schlecht bei, aber so geht's. Irgendwann hat man dann die Schrauben und jetzt kann der Zylinder so ein bisschen hier einfach in der Gegend hängen lassen. Das reicht schon, die Leitung ist fest genug. Jetzt haben wir auch Platz genug, um die Anschlussleitung des Anlassers wegzuschrauben. Und das war's schon. Jetzt kann der Halter hier raus. Als nächstes muss die Ausrückhebelwelle raus, und zwar hat die hier wird die hier rausgezogen, die hat aber hier noch eine Befestigungsschraube mit einer Kontermutter. Das heißt, erstmal macht er die Kontermutter weg und dann könnt ihr die Schraube selbst entnehmen.
Die ist natürlich relativ lang, weil sie bis zur Welle hinten reichen muss. Meist ist diese blöde Welle ziemlich verrostet innen. Jetzt kann man hier fast kein Öl reinbringen, sollte eigentlich eh nicht in die Kupplung, aber wir machen alles neu. Also sprühe ich mal wenigstens in das Loch. Innen seht ihr diese Ausrückhebelwelle und da machen wir jetzt ein bisschen Öl drauf durch das Beobachtungsloch. Jetzt habe ich hier mal eine Hülse drüber gelegt, die berühmte Achterschraube, und jetzt versuchen wir die gegen die Hülse abzudrücken. Also da müsste die Hebelwelle rauskommen. So zieht er die jetzt langsam immer gemütlich raus. Wie ihr seht, das ist schon ein ganz schönes Stück rausgekommen. Bevor dass die Hülse zu kurz wird, machen wir jetzt eine zweite Hülse drunter. So, wieder die Schraube eindrehen. Dann kommt mal die eine Hülse. Die andere Hülse. Ihr seht, jetzt kommt die Sache langsam raus. Ich kann schon mit der dritten Hülse ins Geschäft. Wenn sie mal weit genug außen ist, könnt ihr das Ding rausziehen. Zumindest so weit. Also Sprühöl auf das obere Teil. Mittlerweile sind wir bei der langen Hülse. Aha, jetzt. Irgendwann geht es hier ganz leicht und dann kommt nämlich die ganze Hülse raus. Verwechseln können wir sie nicht, Gewinde gibt es nur auf einer Seite. Gut. Der Motor ist ja nur an zwei Lagern aufgehängt. Die befinden sich hier und hier. Und der dritte Aufhängungspunkt geht über die Zentralwelle hinten am Getriebe. Wenn ich jetzt hinten aber alles ausbaue, kann passieren, dass der Motor nach hinten kippt. Deshalb gehe ich jetzt gerade hier auf Zug, dann ist der Motor gesichert und wir können hinten an der Transaxelwelle reißen, wie wir wollen. Jetzt müssen wir das Transaxel auch vorne mit Holz unterbauen. Ich habe es ja oben schon ein bisschen auf Zug. So reicht auf jeden Fall. Die Kupplung ist jetzt von allem unnötigen Zeug befreit. Wir können jetzt anfangen, das Transaxelrohr zu demontieren. Eine. Zwei. So, und die obere kommt mal wieder saugut dran. Wir probieren es mal mit der Konstruktion. Zum Glück hat sie nachgegeben. Die andere Seite oben ist natürlich noch enger. Aber sie hat sich ergeben. Jetzt können die Schrauben komplett raus. Die hat sich schon komplett ergeben. Die obere haben natürlich wie immer den schlechteren Zugriff. Auch die kommt schon. So, das ist jetzt die letzte Schraube und dann ist das Transaxelrohr vollkommen frei. Jetzt könnt ihr die Transaxelwelle etwas vom Getriebe abdrücken. So langsam, Zentimeter für Zentimeter gehen wir rückwärts. So, das Problem, die Transaxelwelle weiter nach hinten zu schieben, sind diese blöden Fanghaken. Da müsst ihr die Welle ein Stück drehen und dann kommen die frei. Der nächste Punkt, wo es mit der Transaxelwelle schwer geht, ist hier die Getriebehalterung. Die ist hier außen zweimal verschraubt. Wir machen die Halterung des Benzinfilters von der Getriebetraverse weg. Eine und den gerade so abnehmen. Und da kommt sie schon. Die andere Seite kommt auch schon, wenn wir die Ratsche nehmen. So, da kommt das Teil. Einmal. Eigentlich fällt es uns jetzt schon auf den Kopf nach meiner Theorie. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Voll auf der Finger. So, dann könnt ihr zu zweit die Transaxelwelle nach hinten verschieben. Weiter geht's mit der Kupplungsglocke. Auch hier müssen wir wieder alle Schrauben lösen. Die oberste hatten wir ja schon. Also nur mal lösen. So, in die oben kommt man wieder unmöglich bei. Wir probieren unser Glück. Auch die hat sich ergeben. Die ganz oben hatten wir ja schon auf.
Und jetzt gibt es hier noch einen in der Ecke, die ist irgendwo unter dem Kabelbaum. Hier hinten. Wenigstens mal einen halben Knacks. Die machen wir jetzt erstmal komplett raus. Da ich allein arbeite, mache ich jetzt hier zur Sicherheit eine lange Schraube rein. Dann kann man das Getriebe nachher nicht runterfallen. Schraube komplett raus. Kommt man natürlich wieder besonders gut bei. So, mal los, ich gehe jetzt zum Glück mit den Fingern weiter. Man kommt nämlich auch wieder mit keiner Ratsche dabei. Mit einem dezenten Schlag kriegt er das aus den Passhülsen raus. Jetzt muss ich oben meine Sicherungsschraube noch rausnehmen. Jetzt ist das Ding komplett lose. So, mit einigem Gerüttel kriegt er dann die Kupplungsglocke runter und natürlich fällt die Gabel raus. Die müsst ihr richtig hier einsetzen, gut sitzen und vorne muss jemand den Motor gegenhalten. Und dann gehen sie alle der Reihe nach auf. Seht, allzu schwer sitzen sie nicht einmal. Das ist natürlich eine größere Anzahl. Macht jetzt alle der Reihe nach raus. Viel Spaß, sind einige. Irgendwann haben wir auch 9 Schrauben ihr Ende. Es sind noch 2 drin. Nur aufpassen, dass mir die Kupplung nicht auf die Füße fällt. Und dann kann ich die Kupplung abnehmen. So, jetzt seht ihr, die ist komplett kaputt. Das ist die fertigste, die ich je gesehen habe. Das sind neue Bilder für die Ewigkeit. Da hat sich das Gummielement komplett zerlegt, dass der Wagen überhaupt noch fuhr, liegt an diesen Endanschlägen, weil der geht nämlich frei weg von Endanschlag zu Endanschlag. Dämpfung war gar keine mehr da. Hier seht ihr, warum das passiert. Der Gummi zerbröselt nach 20 Jahren. Beim reinen Kupplungswechsel könnten wir jetzt hier an der Stelle aufhören, hier ein bisschen aufschmirgeln und gut wäre, aber das wäre sträflich, weil der Ölverlust hier kommt immer vom defekten Simmering. Das heißt, wir machen jetzt auch noch die Schwungscheibe runter, wechseln den Simmering und dieses Lager. Für den Wechsel dieser Teile gibt es ein separates Video. Das könnt ihr euch jetzt anschauen. Wenn wir mit der Schwungscheibe fertig sind, gibt es noch eine Ladung Bremsenreiniger, damit auch die Anlauffläche hier komplett fettfrei ist. Wir müssen den Zahnkranz ja noch von der alten Kupplung runterbauen und auf die neue drauf machen. Dann nehmen wir einen Aluminiumdurchschlag und dann Reihe rum. Der geht ganz lang runter, brauchen wir nicht heiß machen. An der Kupplungsgabel, Ausrückgabel, sind noch Nadelhülsen verbaut, also so Hülsenlager, und die wechseln wir mit. Das heißt, wir brauchen jetzt hier ein Pressstück. Seht ihr, das passt genau innen rein. So, ich habe jetzt hier innen fast flach und hier außen habe ich ein Stück weggeflext. Einfach eine Hülse, wo drüber passt, und mit der können wir es ausdrücken. So, dann könnt ihr das im Schraubstock langsam ausdrücken. Schauen wir mal. Aha, ihr seht, es kommt. So, das ist schon. Die gleiche Nummer natürlich auf der anderen Seite. Der Anfang ist immer am schwersten bei sowas. Gut. Jetzt ist gut, wir haben es draußen. Ein bisschen Geräusche machen die schon. Jetzt machen wir hier ein bisschen sauber. Ein bisschen Öl könnt ihr das am besten reinigen. Und dann werden die neuen Lager in der Gegenrichtung eingepresst. Also das kommt jetzt, hier ist der Schriftzug, so rum rein. Einpressen, machen wir es genau rückwärts. Es geht so, sonst hätten wir es mit heiß machen probiert, aber ihr seht, ich habe noch relativ wenig Kraft drauf. Das ist nur ein Stückchen Holz. Hier fehlt noch eine Idee, ein bisschen weiter müssen wir es noch eindrücken. So, jetzt aber mit viel Gefühl, sonst sind wir zu tief. So. Sagen, werkseitig war das auch nicht besser. Hm? Genau so sitzt. Mit der anderen Seite die gleiche Nummer.
Die Ausrückhebelwelle habe ich mal ein bisschen gereinigt und die geht einwandfrei hier rein. Wenn die nicht gehen würde, würde ich es jetzt mit ein bisschen Schmirgelleine abziehen. Bei dem neuen Kupplungssatz von Fichtel & Sachs ist das Ausrücklager noch nicht verbaut. Ihr legt das Lager mit der flachen Seite hier unten so auf den Tisch. Dann könnt ihr mit dem beiliegenden Fett den Scheibe etwas einfetten. Dann wird die Scheibe hier reingelegt. Also eine von den Shims kommt hier rein. Danach kommt auch wieder leicht eingestrichen. Einmal die Tellerfeder, aber so rum kommt die jetzt hier rein. So rum, dass sie nachher schön drücken kann. Dann müsst ihr die Druckplatte so rum auf das Lager setzen. So reinlegen. Danach kommt die Steige, Unterlagscheibe mit der Nut. Die Nut zeigt nach oben. So, jetzt muss hier jemand nach unten drücken. Bei meinem Freund Edzard hat sogar eine Anleitung gefunden, wo jemand mit den Füßen drauf stand. Aber so viel Kraft braucht man jetzt wirklich nicht. Und dann kann die Scheibe hier in die Nut. So, ist schon drin. Wenn das Ausrücklager mal drin ist, dreht er die Kupplung auf die andere Seite. Jetzt guckt uns das Ausrücklager hier hinten an. Und jetzt kommt der Zahnkranz drauf, das ist die Rückseite. Das heißt, die Schrauben müssen hier nach oben zeigen. Jetzt müsst ihr nur schauen, wie die Löcher passen. So. Und so kommt der Zahnkranz drauf. Und dann drückt er den, seht ihr, jetzt passt der da drauf und nachher wird er verschraubt. Schon fertig. Zum Einbau der Kupplung muss der Motor so weit gedreht werden, bis die 3 Schrauben nach unten zeigen. Und so. Bevor wir die Kupplung einbauen, muss diese Fläche, das ist ja nachher die Kontaktfläche, mit Bremsenreiniger zum Beispiel entfettet werden. Auch die Reibflächen von der Mitnehmerscheibe wischen wir ein bisschen ab. Könnte ja auch jemand mit den Fingern drauf gekommen sein. So, und hier in den Zahnkranz machen wir schön Fett rein. Auf der Mitnehmerscheibe, auf der Kupplungsscheibe steht hier drauf Gearbox Side. Die muss nach hinten zeigen. Jetzt kommt der Don von Mike hier so rein und dann könnt ihr die hier auf das Rillenkugellager stecken. So steckt mal die Kupplung. Dann kommt die so über den Don drüber, dass die Schrauben ungefähr passen. Und dann macht ihr mal eine Schraube rein. Gerade mal andrehen. Nicht anziehen, schön freilassen. Nur dass das nicht mehr runterfallen kann. Jetzt kommen alle 8 Schrauben rein, oder 9 sind es. So, wenn er die jetzt anzieht, müsst ihr den Dorn hier mittig halten. Und dann können wir die mal langsam über Kreuz handfest anziehen. Jetzt zieht er die Schrauben über Kreuz mit 25 Newtonmeter an. Es reicht, wenn man hier gegenhaltet. Irgendwann ist man dann auch durch die 9 Schrauben durch und gut ist. Jetzt dürft ihr natürlich das Werkzeug nicht vergessen. Dann abziehen, säubern und gut ist. An der Kupplungsglocke schmiert er diese Hülse mit Molybdän-Disulfid-Fett. Bei der Gabel kommen hier auf die Gabelteile, auf die Zinken, kommt weißes Fett drauf und in die Lager rein. Nicht zu wenig, das muss für immer reichen. Und hier in die Pfanne kommt auch noch weißes Fett rein. So, die Gabel muss nun so angesetzt werden und jetzt muss ich da gleichzeitig die Glocke drauf montieren. Müsst ihr das hier ein bisschen festhalten. Hier an der Stelle einlegen, so muss die nachher drin sein. Hier hinten drückt der Geber auf die Pfanne.
So, die Kupplungsglocke kommt dann von hier unten kommend. Den Hebel müsst ihr hier drin halten. So einfahren. So drauf. Eine Schraube mal zur Sicherung drauf. Oben können wir auch noch eine draufsetzen. Jetzt müsst ihr die Ausrückhebelwelle hier mit dem Dorn zentrieren. Aha, ich komme schon durch. Hier könnt ihr sie festhalten und die Kamera versucht euch mal zu zeigen, wenn das fluchtet. So, wenn innen drin alles fluchtet, könnt ihr versuchen, die Welle reinzudrücken. Ich habe jetzt hier wieder meine 8er Schraube drauf geschraubt. Jetzt muss ich die Welle durch die Ausrückgabel schieben. Die angefasste Fläche, hier zeigt nachher nach vorne, da geht die Mutter drauf. So, jetzt muss das aber ohne Gewalt gehen. Perfekt, gell? Hier ist die Welle angefasst und die muss genau nach vorne zeigen, die Phase. So bis zum Anschlag eindrücken, gut. Wenn die Welle richtig steht, kommt die Befestigungsmutter für die Welle wieder rein. Die Schraube wird mit 9,5 Newtonmeter angezogen. Danach haltet ihr oben fest und zieht die Kontermutter an. Danach kann die Hilfsschraube wieder raus. Kontermutter raus, Hilfsschraube weg. Wir setzen das Schutzblech für das Schwungrad hier unten so kommend ein. So passt. Das war hier einmal verschraubt und die zweite war hier oben. Und hier. Drehmoment machen wir später. Eine weitere Schraube von der Kupplung, das waren die kurzen, die kommt hier oben rein. Die letzte Schraube der Kupplung war ganz oben. Dann ziehen wir mal die ganzen Schrauben handfest an. Seht ihr, es wird wieder eng, aber mit meinen tollen Werkzeugen kommt man bei. An die obere Schraube kommt dann natürlich wieder von oben besser bei. Auch die ziehen wir an. Schrauben am Kupplungsgehäuse zieht er mit 75 Newtonmeter fest. Und 75. Oben könnt ihr euch mit so einer Konstruktion behelfen. Das ist ein 17-19er flacher Ringschlüssel und da passt ja ein 17er Imbus gegen. Dann kommen wir da auch ein bisschen besser dran. Wenn die Glocke ihre 75 Newtonmeter hat, bekommt das Blech noch 42. Hier und hier kommen wir wieder besonders gut bei. Nachdem die Kupplungsglocke wieder drin ist, müssen wir jetzt oben alle Geber, Kabel und so Zeug wieder ranschrauben. Ich beginne mal mit dem Totpunktgeber. Den machen wir erstmal ein bisschen sauber. Der Totpunktgeber kommt da unten in die Glocke. Steckt der Original hier in der Ecke. Die Schraube kommt jetzt unten in den Geber rein. Also den Totpunktgeber in dem Fall. Wenn der Kupplungsnehmerzylinder unten wieder halbwegs in seinem Loch ist, können wir die Leitung da oben auch wieder sichern. Schräubchen drauf und mit Gefühl festziehen. Jetzt muss die Anlasserleitung wieder oben an die Kupplungsglocke angeschraubt werden mit der Kabelsicherung. Erst kommt das U-Scheibchen drüber, dann die Mutter. Auf den Massepunkt an der Glocke kommen jetzt zwei Masseleitungen, die ganz dicke von der Batterie und dann kommt noch die kleine mit drunter. Die müssen wir erstmal alle blank machen. Die kleine auch. Dann kann eine Ladung Kontaktspray nicht schaden. Und dann kann der Polschutzfett drauf, um die Pole schön zu konservieren. Dann zieht er die mit der Schraube fest. So sieht der Massepunkt nachher aus, wenn alles fertig ist. So, als nächstes kommen der Bezugsmarken und der Drehzahlgeber wieder rein. Jetzt müsst ihr aufpassen, der Bezugsmarkengeber ist vorne. Die fädelt er hier rum kommend so ein. Und dann müssen die unten erstmal in die Glocke. Der Halter kommt hier oben wieder dran. Der hintere steckt schon mal.
Den können wir auch gleich mit dem Schräubchen sichern. Der zweite Geber in das vordere Loch. Das Heizungsventil ein bisschen hochziehen und schon ist er drin. Und dann drehen wird er runter drückt. Mit 8 Newtonmeter angezogen. Und hier hinten durch kommt er sogar auf den hinteren Geber hin auch wieder 8 Newtonmeter. Dann können wir den Halter der Kabel hier festmachen und dann könnt ihr die Stecker auch wieder draufstecken. Diese Klipsen müsst ihr sie hinten ein bisschen gegenhalten, nicht verwechseln, wir hatten sie ja vorher beschriftet. Dann tun wir das hintere Teil hier auch noch einstecken, was halt aufgeräumt ist. So, hier müsst ihr die Unterdruckleitungen noch verbinden. Und meist geht bei der ganzen Ruckelei auch das vom Heizungsventil runter. Dürft ihr also auch nicht vergessen. Für die Zentralwelle müssen wir hier die Verzahnung und vorne wieder gut mit dem Dimolybdenfett, dann ist Molybdendisulfidfett einreiben. So, die Zentralwelle müsst ihr nun langsam nach vorne schieben. So, wieder aufpassen auf die Bremsleitungen hier hinten. Wenn wir mal so weit vorne mit der Welle sind, geht die Dreherei wieder los. Jetzt versuchen wir sie langsam so zu drehen. Wenn wir mal so weit vorne sind mit der Welle und sie richtig sitzt, können wir schon mal die Schrauben ansetzen. Nur ansetzen, ein paar Gewindegänge eindrehen. Links oben war dieser komische Blechbügel für die Halterung drunter. Wenn ich mir das jetzt so richtig anschaue, habe ich das Gefühl, dass das Transachsel hinten noch ein bisschen runterhängt. Da legen wir noch ein bisschen mehr Holz drunter. Dann gehen die Schrauben besser rein. Wenn die Welle mal so nah dran ist, dass die Schrauben schon gut greifen, können wir sie auch mal ganz leicht mit den Schrauben näher ziehen. So, die zieht er jetzt mal leidlich fest. Und dann kommt der große Trick. Wenn man es jetzt weiter zusammenbauen würde, hätte das Fahrzeug lauter Verspannungen später. Jetzt müssen die Schrauben wieder genau eine Umdrehung gelöst werden. Deswegen markiere ich die Köpfe. Jetzt lösen wir sie wieder genau eine Umdrehung. Eine. Jetzt kommt die diagonal gegenüberliegende. Wenn die Zentralwelle mal wieder so weit vorne ist, kann man ja den Halter des Getriebes wieder einbauen. Vorsicht, der hat eine Orientierung. Das Teil ist auf der rechten Fahrzeugseite. Den müsst ihr hier oberhalb des Benzinfilters einfädeln. Und dann kommt er hier so hoch. Genau. Der Halter wird nur von einer Schraube links und einer Schraube rechts gehalten. Dann schrauben wir die mal so langsam handfest hoch. Das reicht mal, dass wir dann noch ein bisschen ausrichten können. So gut wie kein Spiel, also mit der Positionierung brauchen wir uns keine langen Gedanken machen. Die beiden großen Schrauben werden mit 46 Newtonmeter angezogen. Und die gleiche Nummer auf der anderen Seite. Der Benzinfilter wird hier im Träger eingehängt. Der hat hier 2 Löcher, wo er durchkommt. Dann kommt jeweils ein Scheibchen und eine Mutter drauf. So, die zieht er dann an. Und die Schelle hier für den Benzinfilter machen wir natürlich auch wieder fest. An der Stelle ist am günstigsten, wir bauen jetzt das Getriebe ein. Dafür gibt es ja ein extra Video, könnt ihr dort weiterschauen. Und nachher geht es dann mit Zentralwelle festziehen und Anlasser vorne weiter. Wenn das Getriebe mal wieder in Position ist, kann auch die Motorbrücke raus. Hochlupfen und entnehmen. Nachdem Getriebe und Motor in Position sind, können wir die Schrauben jetzt wieder anziehen zwischen Zentralrohr und der Kupplungsglocke. Zentralrohr an Kupplung nun 42 Newtonmeter. Und auch die noch ihre 42. Jetzt kann der Kupplungsnehmerzylinder wieder in seine Position. Müsst ihr mit ein bisschen Gewalt in Position drücken und dann könnt ihr mal eine Schraube reinmachen. Und
Wenn die erste mal in Position ist, könnt ihr auch die zweite reinmachen. Die Schrauben am Nehmerzylinder werden mit 21 Newtonmeter angezogen, also nicht übertreiben, das sind ja nur 8er Schräubchen. An der Kupplungsleitung ist hier noch ein Halter, der muss oben an die Lasche, da müsst ihr erstmal das Schräubchen durchkriegen. Der Halter muss hier hinten stecken und dann kommt das Mütterchen drauf. Den könnt ihr dann mit viel Uhrmacherwerkzeug anziehen. Unterhalb der Halterung für die Kupplungsleitung ist auch noch der Halter für den Anlasser. Der hat ein Mütterchen, ein Scheibchen und danach ein Mütterchen. Und den Halter zieht er dann auch noch genüsslicher an. Nicht allzu fest, der fällt schon nicht raus, der Anlasser. Wenn wir den Anlasser einbauen, kommt hier auf den Mechanismus, wo der rein und raus fährt, ein bisschen Molybdän-Disulfidfett. Setzt er den Anlasser an, so kommt er rein. Und hier kommt die kurze Schraube. Die lange Schraube kommt hier von der Rückseite. Ich habe die Anleitung von Porsche, also den Reparaturleitfaden, mehrfach gelesen. Für die Schraube habe ich noch nie einen Drehmoment gefunden. Wenn es jemand weiß, kann er mir es ja schicken. Ich habe ein 12er Gewinde, verträgt also schon einiges. Gleich auf der Rückseite. Auch hier wieder mal schön mit Gefühl anziehen. Die beiden großen Klemmen kommen natürlich unter die große Schraube. Dann kommt die Scheibe drauf. Und dann die Mutter. Und die kleine Leitung, hier ist das Signal von dem Magnetschalter, kommt auf die kleine Konsole logischerweise. Die zieht er dann mit Gefühl an. Die Dicke verträgt ein bisschen mehr Gefühl und dann kommt der Kondom wieder drüber und gut ist es. Für den vorderen Auspuff brauchen wir wieder die Halter. Ich hatte die markiert, also der muss so rum rein. Das zeigt nach hinten und die Lage hier hatten wir ja auch markiert. Muss der Bügel drüber. Dann kommt das Teil drauf. Die Stelle machen wir natürlich neue Sicherungsmuttern. Den Halter müsst ihr genau wieder in der alten Position und schön waagrecht installieren. Niedrig anziehen die Schrauben. Hinten ist noch ein zweiter Bügel, den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. So, auf die neuen Dichtungen fürs Hosenrohr kann man ein bisschen Auspuffpaste drauf machen, dann kleben sie nämlich wenigstens. So, jetzt könnt ihr den Auspuff, den vorderen Teil, wieder ins Hosenrohr schrauben. Überall kommt eine Scheibe und dann eine Mutter drauf. Sind natürlich wieder 6 Stück, aber was will man mehr erwarten? Seid froh, dass ihr kein V12 habt. So, hier kommen die kurzen Schrauben rein. Gleiche Nummer, eine Unterlagscheibe, eine Schraube, wieder eine Unterlagscheibe und dann die Mutter drauf. Dann müssen wir hier mal alles langsam festziehen. Momentan geht es noch ohne Gegenhalten, ich halte sie hinten mit der Hand. So, immer schön der Reihe rum festschrauben. Dann fangen wir an, hinten gegenzuhalten. Ich habe ja den Auspuff jetzt mit VA-Schrauben verbaut, hatten wir letztlich im Forum diskutiert. Jetzt ist das Anzugsmoment ein bisschen unter 20. Wenn das Getriebe und der Auspuff wieder drin ist, müsst ihr jetzt noch als letzte Amtshandlung diese Halter oben am Transachse festschrauben. Und ganz am Schluss werden die Schrauben oben an den Transachsenhaltern festgemacht. Und als letzten Arbeitsschritt hängen wir die Batterie wieder dran.
Reicht so, braucht er nicht mit Gewalt anziehen. Ihr habt gesehen, so ein Kupplungswechsel am Transaxle ist gar nicht so einfach. Aber mit diesem Video und den Ersatzteilen von Mike klappt die Reparatur sicherlich. Also tschüss, bis zum nächsten Video.